Hallo! In diesem Video werde ich mir meine Weihnachtsnägel lackieren und ich habe jetzt die Grundfarben schon mal auf meine Nägel aufgetragen. Wie man sieht, das wird jetzt nie so ein super klassisches Nageldesign farbtechnisch, was Weihnachten angeht, aber ich hatte irgendwie richtig Lust auf diese Farben und das wird am Ende dann trotzdem richtig schön festlich aussehen. Und von daher, wer da jetzt Lust hat, sich ein bisschen inspirieren zu lassen oder einfach nur zu gucken, wie ich mir meine Weihnachtsnägel mache, der kann gerne dranbleiben. Das hier sind jetzt die 2 Lacke, die ich schon mal aufgetragen habe. Und die habe ich mir jetzt zu Black Friday vor kurzem noch mit neu gekauft. Zu der Bestellung mache ich auf jeden Fall noch ein Video. Ich habe noch ein paar andere Farben von diesen Lacken. Und ich muss sagen, ich finde die wirklich richtig gut. Der Auftrag war super angenehm und die Farben gefallen mir auch richtig gut. Von daher, wen das interessiert, da wird jetzt demnächst auch noch ein kleines Video kommen. Ich habe noch 2, 3 andere Farben und dann noch 1, 2 Stempelschablonen bestellt. Genau, also das nur mal nebenbei. Manchen interessiert es ja dann doch manchmal, was ich auf den Nägeln lackiert habe. Und jetzt geht es aber erstmal ans Design. Ich beginne jetzt damit, erstmal nochmal kurz die Schwitzschicht abzucleanen. Jetzt werde ich Topcoat auftragen und möchte, Moment mal, wo ist denn jetzt der Pinsel? Ah ja, also ich brauche immer einen feinen Pinsel, um mir den Topcoat richtig schön in die Ecken zu bewegen. Also ich trage jetzt erstmal Topcoat auf, weil ich möchte jetzt hier noch gleich ein Pigment drüber machen. Ja, ich weiß, da sieht man die schöne Farbe dann überhaupt gar nicht mehr. Aber das fand ich irgendwie, hat der ganzen Sache noch so ein bisschen einen festlicheren Touch verliehen. Und jetzt versuche ich eben den Topcoat erstmal so ebenmäßig und glatt aufzutragen wie möglich. Das kann jetzt so ein bisschen dauern, deswegen ich erkläre das hier eben nur kurz und muss mal schauen, ob ich das jetzt eventuell vorspule und im Video behalte. Aber es kann halt sein, dass es viel zu lange dauert, weil ich da wirklich schon mal ewig brauche und dann würde ich euch dann nur das Endergebnis zeigen. Also ich trage den jetzt erstmal über die komplette Fläche auf und dann nehme ich mir immer einen feinen Pinsel, um den Topcoat so gut wie möglich. Ach Mist, ich hatte da noch was anderes mit benutzt. Kleinen Moment. So, jetzt. Also auf jeden Fall immer besser, wenn man seine Pinsel gleich sauber macht. Und eigentlich weiß ich das auch, aber ich mache es irgendwie trotzdem meistens nie. So, also ich gehe jetzt hier richtig schön am Rand lang, um den Topcoat so weit wie möglich nach außen zu bekommen, damit da jetzt auch gleich überall das Pigment haften kann. Und dabei versuche ich wirklich so gründlich wie möglich vorzugehen, dass ich hier keine komischen Ränder dann habe. Manchmal klappt das nie ganz so gut, aber ja, ich versuche es wenigstens immer. Deswegen dauert das auch immer so lange, weil ich das versuche so richtig gründlich zu machen. So, wenn man das dann so gut wie es geht in die Ecken verteilt hat, dann gehe ich immer noch mal über die gesamte Oberfläche. Ich gehe auch hier vorne rum, damit da auch nie irgendwo ein Loch oder so an der Spitze bleibt. Und dann drehe ich den Nagel immer rum und werde dann jetzt versuchen, über die Spiegelung zu sehen, ob auf dem Topcoat irgendwo Unebenheiten sind. Und wenn ich dann solche sehe, versuche ich dann den Topcoat so hin und her zu schieben und auch laufen zu lassen, je nachdem, dass der eine richtig schöne, ebenmäßige Oberfläche am Ende dann hat. Weil ich glaube, jeder, der schon mal Pigment verwendet hat, der weiß, wie gemein das jeden kleinen Fehler aufdeckt am Ende. Deswegen lasse ich mir dabei immer so viel Zeit. Aber das ist jetzt mal so das Grundprinzip, wie ich das immer handle. Und wenn ich dann der Meinung bin, das passt soweit, dann gebe ich die Hand für
25 Sekunden, 30 Sekunden in die Lampe. Und anschließend habe ich es mir jetzt so angeeignet, dass ich einfach immer noch mal über den Topcoat drüber cleaner, um eventuell klebrige Stellen zu entfernen. Für mich hat sich das so bewährt. Das verändert jetzt auch nie das Pigment irgendwie komisch. Also das funktioniert dann trotzdem alles noch. Ich hatte nämlich sonst manchmal eher das Problem, dass an manchen Stellen das Pigment nicht geglänzt hat, wenn ich da vorher nie gecleanert habe, weil das da irgendwie halt noch klebrig war oder so, dadurch, dass der Topcoat ja noch nie 100% ausgehärtet ist, und deswegen mache ich das immer so und es funktioniert weitestgehend auch sehr gut. Und jetzt kommt dieses wunderschöne Pigment noch hier drüber. Okay, das hat jetzt wunderbar funktioniert. So sieht das jetzt erstmal aus. Und ja, das muss jetzt nur noch 3 weitere Male klappen. Also ich mache jetzt noch die 2 Finger und den Daumen mit dem Pigment. Und dann bin ich wieder da. Ich habe es geschafft und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ich werde jetzt hier vorsichtig den Überschuss entfernen am Rand. Und ich gehe jetzt nochmal mit Aceton hier ganz vorsichtig in die Ränder, um das letzte lose Pulver hier rauszuholen. Das ist jetzt vielleicht nie unbedingt nötig, aber ich hätte es gerne richtig clean, nie dass sich das irgendwie vielleicht komisch mit Topcoat dann noch, weiß ich nicht, unschön irgendwie optisch entwickelt. Keine Ahnung, also ich möchte es einfach rausnehmen. Das mache ich jetzt auch eher nur bei solchen dunkleren Pudern, solchen metallischen. Bei diesen Aurora-Pudern mache ich das jetzt auch nicht unbedingt. Da denke ich mal, passiert eher nichts Komisches. Wie gesagt, das ist jetzt hier vielleicht auch nie nötig. Sagen wir mal, es ist ein optionaler Step, den man machen kann, aber nicht muss. Nachdem ich das jetzt alles so größtenteils sauber gemacht habe, werde ich die Nägel jetzt erstmal versiegeln. Den Ringfinger mache ich jetzt schon mal komplett fertig. Da habe ich jetzt Topcoat aufgetragen und noch nicht aushärten lassen. Und jetzt werde ich da so einen Glitzer reinstreuen. Kann man ruhig reichlich hier drauf machen, durch das Papier, was man unten drunter liegen hat im Optimalfall. Kann man dann das Glitzer wieder zurücktun, welches hier am runterrieseln ist. Und das lasse ich jetzt erstmal aushärten. Habe jetzt alle Nägel versiegelt und komplett aushärten lassen, weil es kommt jetzt wieder dieses Mirror Gel zum Einsatz. Ich habe es ja schon für die andere Hand gebraucht, deswegen mache ich jetzt hier nie erst nochmal neu was raus. Das ist jetzt noch übrig geblieben. Damit male ich jetzt noch so ein kleines Design und werde das dann mit Glitzer bestreuen. Also so unnütz, wie ich am Anfang dachte, ist das hier gar nicht, weil ich hatte ja jetzt schon das letzte Design gemacht mit diesem. Und ja, von daher bin ich doch ganz froh, dass ich es da habe. Und muss ich kurz gucken, Pinselei. Da ist er. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich stehen geblieben bin, aber auf jeden Fall werde ich jetzt ein kleines Muster erstmal auf den Mittelfinger malen. Und dafür werde ich jetzt erst nochmal diesen Pinsel hier mit Farbe benetzen, komplett. Das heißt, ich tue den komplett in die Farbe rein und drehe den dann so raus. So, dass jetzt erstmal hier überall Farbe dran ist. Und dann werde ich jetzt größtenteils nur noch mit der Spitze so rein dippen, um dann jetzt gleich hier die Form zu malen, weil der Rest, der da dran ist, der reicht jetzt erstmal, und dann werde ich vielleicht nach 3, 4, 5 Strichen den nochmal so komplett eintunken und dann die weitergehenden kleinen Schnörkel, die ich jetzt gleich male, dann wieder nur mit so einer gestippten Spitze machen. Ja,
Das nochmal so, weil das irgendwie interessant ist. Ich mache jetzt eigentlich ein ganz simples Muster. Und zwar setze ich immer nur... Moment, ich muss jetzt nochmal kurz das mit dem Pinsel machen, weil damit ich dann auch weiß, dass ich dieses kleine Nöppel, was ich mir da am Ende aufnehme, auch unten habe. Also drehen und dann einstippen. Und dann hat man so ein bisschen mehr an der Spitze. Ich glaube, man kann das jetzt nie wirklich sehen. Aber ja, so mache ich das auf jeden Fall. Dann setze ich jetzt immer 2 so eine kleinen Halbkreise. Jetzt gehe ich, wie gesagt, nur mit der Spitze rein, weil hier ist noch genug Farbe dran. 2 kleine Halbkreise immer gegenüber. So. Und dann kommt noch ein kleiner in der Mitte. So, die Farbe reicht mir immer noch, also stippe ich nur mit der Spitze und mache jetzt hier weiter. Wieder ein C, kann man sagen. In die eine Richtung und in die andere. Und dann noch ein kleines in die Mitte wieder. Auf dem kleinen Finger habe ich jetzt 3 so eine kleinen Streifen noch gemalt. Und da streue ich jetzt auch nochmal das Glitzer drüber. Und dann kommt das richtig gründlich in die Lampe, damit das auch schön durchhärten kann. Jetzt wird der überschüssige Glitzer abgestaubt. Und dann hat man hier so ein richtig schönes, glitzerndes Muster auf den Nägeln. Und das gefällt mir richtig gut. Genau. Der Zeigefinger kriegt jetzt noch ein Strasssternchen oder, ja, wie will ich es mal nennen? Mich hat es an einen Weihnachtsstern erinnert, hier an diese Blüte, die es ja immer zu Weihnachten in Rot und in Weiß gibt, weil die ja auch so ein bisschen so spitzere Blätter hat. Ja, oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall irgendeine weihnachtliche Blüte, fand ich. Ist das so ein bisschen? Und dafür nehme ich diesen Strass und wieder dieses Glue Gel, wo ich mir jetzt mal ein bisschen was rausnehmen werde. Weil ich glaube, wenn man das immer so aufmacht, um sich dann mit dem Pinsel da was zu nehmen und dann immer das ganze Produkt da die ganze Zeit einfach jetzt auch nur an den Tischlampen ist, das härtet dann nach und nach das Produkt im Tiegel aus und dann kann man nicht mehr alles verwenden. Also zumindest ist mir das schon mal bei... Ich weiß gar nicht, ob es hier jetzt vielleicht sogar schon passiert ist, oder... Nee, gut, das war jetzt nämlich eigentlich auch ein bisschen viel. Auf jeden Fall, das ist mir schon mal bei einem anderen passiert und deswegen mache ich das lieber so im Optimalfall. Jetzt habe ich hier so ein bisschen was davon auf dem Pinsel von diesem Gel und setze jetzt erstmal, ja, muss kurz gucken. Ich setze jetzt erstmal so mittig wie möglich und auch eher in der oberen Hälfte was von dem Gel auf. Einmal hier und dann noch hier ein Stück weiter unten, weil dort sollen jetzt schon mal die ersten 2, ich sag mal, Blätter oder was auch immer man das
als was auch immer man das dann interpretieren möchte. Die setze ich jetzt nämlich erstmal schon mal so hin, um mich dann daran zu orientieren. Und setze jetzt erstmal hier drüben noch die 2 anderen Blätter oder halt den Strass, ne? Ihr wisst schon. Und jetzt kommen noch die 2 letzten Blätter. Ich mache das hier so einzeln, weil ich vermeiden will, dass dieses Glue-Gel mir hier überall rausquetscht, weil das sieht dann nie so schön aus, wenn man das überall so außen auch an der Blüte hat. Und deswegen mache ich das hier so einzeln. Und das Schöne ist halt, dass das eben so ein bisschen fester ist und dadurch verrutschen eben trotzdem die man schon gesetzt hat, die Strass. Nee. Und jetzt kann ich das auch gleich noch so ein bisschen in Ruhe zurechtrücken, weil ich möchte zwischen jedem Strass noch so eine ganz kleine Lücke haben, damit das Blau da noch so ein bisschen durchkommt, damit das nie einfach nur so ein großer Bausch ist, sondern ja, ich finde, das definiert irgendwie so ein bisschen die Blüte oder ja, als was auch immer man das jetzt eben interpretieren will. So finde ich das schon sehr süß. Ich denke mal, die Position passt auch so. Ich gebe das jetzt erstmal an die Lampe. Jetzt habe ich das so weit angehärtet, dass mir das nicht mehr verrutscht. Und jetzt mache ich hier in die Mitte noch so, naja, einen etwas größeren Plops von dem Glue-Gel nochmal. So, ja, jetzt habe ich hier so einen ganz kleinen Zipfel, der hier rausguckt. Und ja, da will ich jetzt nämlich noch so eine kleine Perle reinmachen. Das lasse ich jetzt auch wieder anhärten und dann werde ich jetzt gleich nochmal hier komplett ringsrum versiegeln und vielleicht mache ich auch noch so einen kleinen Klecks hier auf diesen Punkt. Mal gucken. Also mit Topcoat. Also ich gehe jetzt erstmal mit einem feinen Pinsel, oder was heißt erstmal? Ich nehme jetzt eigentlich nur einen feinen Pinsel und gehe jetzt hier nochmal richtig schön um die Blüte drumherum. Ich möchte halt keinen Topcoat auf die Strasssteine drauf machen, weil dann sehen die meistens immer nicht mehr so schön aus. Und darum, also dann sind die nicht mehr so funkelig. Und darum kann ich jetzt nur hoffen, dass das hält, wenn ich das hier so ringsrum nochmal ein bisschen versuche mit dem Topcoat zu fixieren. Das hier ist jetzt das fertige Ergebnis und ich finde, die Nägel funkeln einfach wunderschön. Und ja, was sagt ihr? Kann man das als Weihnachtsnägel durchgehen lassen oder ist der Stilbruch doch ein bisschen zu groß? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr es da so gerne habt mit euren Weihnachtsnägeln. Ob ihr da doch eher so ein bisschen klassischer unterwegs seid oder ob ihr sagt, ja, sowas kann man schon auch mal machen. Also ich hatte einfach richtig Bock auf diese Farbkombi und ja, also ich mag es sehr gerne und wie gesagt, das hier vorne erinnert mich irgendwie an so einen kleinen Weihnachtsstern, diese Pflanze da, also diese Blume, dass das so eine Blüte davon ist. Und der Mittelfinger, da habe ich mich so ein bisschen an eine Christbaumkugel zurück erinnert gefühlt, wenn ich den so gesehen habe mit dem Muster. Und naja, Glitzer ist sowieso, ne? Geht immer zu Weihnachten und deswegen, ja, interpretiere ich das jetzt als Weihnachtsnageldesign und ja, mir gefällt es auch sehr gut, wenn ich das jetzt mal so selbstlobend sagen darf. Ja, dann war es das an dieser Stelle auch schon mit dem Video. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzugucken und vielleicht konntet ihr euch ein bisschen auch inspirieren lassen für eure Weihnachtsnägel, falls ihr da noch nicht so richtig wisst, wie und was. Und ja, dann bedanke ich mich jetzt wie immer
sehr, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr im nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal ciao.